dann ein bisschen spazieren? Oder ist dir das zu peinlich? Nein, das ist eine tolle Idee. Das kann ich nicht nachvollziehen. Du vielleicht nicht. Andere schon. Was für andere? Er meint mich. Ich komme da nämlich auch gegen eine alte Beziehung nicht an. Clarissa Gräfin von Anstedt. Ha! Wenn es nicht so traurig wäre, ich würde mich totlachen. Lach ruhig. Es ist ja auch urkomisch. Ich war kurz davor, die Hochzeit abzusagen. Wie bitte? Ich wollte ohne Bedingung für Caroline aussagen. Aber das kannst du jetzt vergessen. Wir werden heiraten. Deine Arroganz hat mir bewiesen, dass wir immer Feinde bleiben werden. Du erpresst und demütigst mich doch die ganze Zeit. Ich wollte die Hochzeit wirklich absagen. Och, du bist so jämmerlich. Ich? Wer hat denn die Frau seines Sohnes geschwängert? Raus jetzt. Wir sehen uns beim Standesamt. Eines Tages, meine Liebe, eines Tages. Du willst mir drohen? Wenn du nicht tust, was ich dir sage, kann Caroline im Gefängnis versauern. Ich? Du? Ich dachte, ich könnte dich... Soll ich dich nach Hause bringen? Wenn du willst. Klar. Ist ja auch schon ziemlich spät. Stimmt. Also dann? Okay. Toll. Musste das sein? Entschuldigung, ich habe auch nur mal gesagt, was Sache ist. Ja, wegen deinem Text haben die beiden jetzt wieder Stress. Ach, komm mir auf, das ist doch Schwachsinn. Ich habe doch Erikas Namen nicht mehr erwähnt. Heute vielleicht nicht, aber sonst. Spielt sie keine Rolle mehr in meinem Leben. Machst du dir nicht ganz schön was vor? Auch wenn du nicht über Erika sprichst. Irgendwie steht sie immer zwischen uns. Jule, ich kann es nur wiederholen. Erst habe ich gedacht, dass du über sie hinweg bist. Aber das bin ich doch auch. Erika war von Anfang an zwischen uns. Jule. Das wird sich auch nie ändern. So, da wären wir dann. Soll ich dich noch bis zur Haustür bringen? Das brauchst du nicht. Das schaffe ich schon. Außerdem, dein Roller ist doch ziemlich schwer und du schiebst schon die ganze Zeit. Das ist echt kein Problem. Ist lieb von dir, aber die paar Meter. Okay. Also dann. Danke, dass du mich gebracht hast. Kann ich dich morgen anrufen? Klar, immer. Dann rufe ich dich also morgen an. Ja.
du hast doch gesagt, es wäre okay, wenn ich mit dir über Erika rede. Ja, aber Wieso hast du es denn nicht gleich gesagt, dass es dich stört? ich habe doch gedacht, dass ich damit klarkomme. Ich habe mich getäuscht. Vielleicht hätte ich es eher merken müssen. Das ist gar nicht der Punkt. Was denn dann? Ich habe ständig das Gefühl, dass du mich mit Erika vergleichst. Das halte ich nicht mehr aus. Nur weil ich dir von ihr erzählt habe, heißt das doch noch lange nicht, dass ich sie noch liebe. Du solltest dich mal hören. Das klingt so, als wäre Erika eine Art Überfrau. Wie kommst du denn darauf? Ich sag's ja. Du merkst es nicht. Ich komme mir vor wie ein Ersatz und nicht wie deine Freundin. Ersatz? Mensch, Jule, wir leben doch hier zusammen, oder? Deswegen hast du Erika noch lange nicht vergessen. Ich habe mich für dich entschieden. Ach ja? Schau dir dieses Bild an. Das ist doch bloß ein Foto. Schau es dir bitte richtig an. Wann hast du mich jemals so angesehen? Aber das habe ich doch. Wir sind seit Monaten zusammen. So glücklich wie auf dem Bild mit Erika. So glücklich warst du mit mir nie. Und Sie können mir wirklich nicht sagen, wann Marie wieder in der Agentur sein wird? Ach, schade. Kann ich Sie denn vielleicht auf Ihrem Mobiltelefon... Eine Geschäftsbesprechung. Nein. Nun, es wäre wirklich sehr wichtig gewesen. Nein, etwas Privates. Tja, gut, danke. Wiederhören. Wie immer unpünktlich. Entschuldigen Sie bitte, aber der Berufsverkehr... Dann nehmen Sie das nächste Mal die Bahn. Ja, natürlich. Aber wissen Sie, ich hatte so furchtbar viel... Wir haben schon genug Zeit vertrödelt. Also, bitte. Wie weit sind Sie mit den Hochzeitsvorbereitungen? Hochzeitsvorbereitungen? Aber gestern haben Sie doch gesagt, Gestern? Ich lebe doch nicht in der Vergangenheit. Aber ich dachte, ich solle alles abblasen. Überlassen Sie das Denken besser mir. Also bitte, ich höre. Soll das heißen, Sie werden doch heiraten? Die Hochzeit findet statt. Und zwar wie geplant. Dann hätten Sie heute Mittag einen Termin mit Ihrer Schneiderin. Soll ich den bestätigen? Na, denken Sie etwa, ich heirate ohne Brautkleid. Ja, und weiter? Wegen der Musik käme morgen dann noch ein Berater. Auch bestätigen. Bestätigen Sie einfach alle Termine und machen Sie mir eine Aufstellung davon. Warum haben Sie sich denn wieder umentschieden? Ach, wissen Sie, es sind Dinge passiert. Naja. Die beiden haben tatsächlich aufgegessen. Ist es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Also, wenn Liebe durch den Magen geht, ein gutes, würde ich sagen. Ja, wie man's nimmt. Ich glaube, der Spruch gilt erst ab 40. Hä? Wer sagt das denn? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Essen die Erotik des Alters ist. Da bist du hier Experte drin, ne? Oh, Cherie, du bist so Eis. Daniel? Aber sonst geht's dir gut, ja? Frühstück! Sagt mal, hat einer von euch mitbekommen, wann Christian nach Hause gekommen ist? Ich bin nach der Spätschicht sofort ins Bett gegangen. Ich war total groggy. Der meint, er ist bei Lara? Nee, auf gar keinen Fall. Weibliche Intuition, dagegen kommen wir nicht an. Naja, vielleicht hat er ja auch seine Orientierung verloren und irrt jetzt irgendwie durch die Stadt. Ja. Na, Liebe macht doch bekanntlich blind. Oh. Was glotzt ihr denn so komisch? Ja. Und? Was und? Naja, wie ist es gelaufen? Ja. Ja, das wüsstet ihr wohl gerne, ne? Aber der Gentleman genießt und schweigt. Hey, das ist unfair, ja? Keine Geheimnisse in der WG. So war's doch abgemacht, oder? Klar. So, bitteschön. Bitte. Ja. Möchten Sie vielleicht noch ein Croissant dazu? Danke, nein.
Also, was ist passiert? Clarissa ist unglaublich. Sie ist nach Friedenau gekommen und hat mir erzählt, dass sie die Hochzeit absagen will. Ach, Clarissa. Nie im Leben. Das macht sie nur, um mit dir zu spielen. Ich habe ja auch keinen Moment daran geglaubt. Nie würde sie sich diese Gelegenheit entgehen lassen. Es wäre zumindest das erste Mal. Guten Tag, Frau Schneider. Hallo, Christoph. Ach, guten Tag. Wie geht's? Gut. Darf ich? Bitte? Entschuldige, wenn ich frage, aber ich habe gerade gehört, was du gesagt hast. War Clarissa denn bei dir? Weil sie die Hochzeit absagen wollte? Sagen wir mal so, sie wollte mehr Würze in ihr feines Spiel bringen. Wollte sie nun absagen oder nicht? Nee. Sie wollte mit mir spielen. Könnte es nicht sein, dass sie vielleicht doch langsam Skrupel bekommt? Das glauben Sie doch nicht wirklich, oder? Clarissa will mich demütigen. Weiter nichts. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich auch. Nein, noch nichts? Klar. Wann? In 2 Stunden. Okay. Wieder im Park? Ja. Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Na, wie war's? Klasse. Wie? Erzähl mal. Habt ihr? Ja. Wir sind im Park spazieren gegangen, haben irgendwann angehalten und Dann? dann hat er mich geküsst. Es war so... Ich wusste gar nicht, dass Christian so romantisch sein kann. Das ist er aber. Er ist so... süß. Und? Dann hat er mich nach Hause gebracht, mir noch ein bisschen von seiner Musik erzählt und Nein. Ich meine, wann seht ihr euch wieder? er hat gerade angerufen. Wir haben uns verabredet. Wann denn? In 2 Stunden. Im Park. Mann, Alexa, was soll ich denn anziehen? So, bitte. Mein Kaffee? Ja, der auch. Stress? Ja. So, bitte. Das sind wohl die schnellsten Bedienungen der Welt. Ja. Nebenan bekommen Sie Fast Drinks. So schlimm? Also habt ihr noch nichts geklärt? Jule ist gestern Abend noch mal weggegangen. Ist wohl auch erst heute Morgen zurückgekommen. Und? Sie hat noch geschlafen. Hast du denn schon mit ihr gesprochen? Ich habe sie heute auch noch nicht gesehen. Zu blöd. Und ausgerechnet heute muss ich den Laden hier allein schmeißen. Ich hätte dich wegen Jule wohl besser vorwarnen sollen. Das hast du doch. Ich wollte deine Vorwarnung nur nicht annehmen. Ja, das wird schon wieder. Hier. Übrigens, ich habe Marc erzählt, wie beschissen ich sein Verhalten gestern Abend fand. Na, wegen seiner blöden Bemerkung. Da ging doch der Stress zwischen dir und Jule erst richtig los. Eigentlich sollte ich Marc sogar dankbar sein. Naja, er hat mir die Augen geöffnet. Ohne seinen Wutanfall hätte ich es wohl nie begriffen. Naja, wenn du es so siehst. Aber ist da was dran? An was? Naja, hängst du noch an Erika oder nicht? Das ist vorbei. Und das werde ich Jule auch beweisen. Vorsicht, meine Pläne. Ja, warum musst du dir auch immer Arbeit mit nach Hause nehmen? Damit ich keine Minute mit dir versäume.
Alter Charmeur. Das Alt verbitte ich mir. Kommst du gut voran auf Friedenau? Renovierung läuft. Ah, hallo. Möchtet ihr auch was mitessen? Nö, danke, ich habe keinen Hunger. Ich auch nicht. Lass mich raten. Der Grund für deine Appetitlosigkeit ist vielleicht männlich? Fängt mit C an? Naja, ich treffe mich gleich mit ihm. Im Park. Ich begleite sie ein Stück. Und wir müssen jetzt auch los. Viel Spaß. Lara, hat Christian da auch einen Helm für dich, falls sie auf seinem Roller fahrt? Arno, wir gehen doch bloß spazieren, hm? Ciao. 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 Lara scheint es wirklich erwischt zu haben. Aber Christian ist ja auch ein netter, oder? Findest du nicht? Ja, das stimmt. Möchte man Nummer 16 sein. Du? Mit Pickeln im Gesicht und Zahnspange? Also ich mach da nicht mit. Muss mein Bauleiter sein. Brandner? Frau Professor Reinach. Nein, Lara ist gerade aus dem Haus, aber Sie können mit Elisabeth, Frau Ryan, sprechen. Mein Gott. Wie lange dauert das denn noch? Es kann doch nicht so schwer sein, ein paar Maße zu nehmen. Ach, das Ding ist sowieso viel zu lang. Oh, Marie. Mit dir habe ich jetzt ganz und gar nicht gerechnet. Hallo. An welche Länge hätten Sie denn gedacht? Welche Länge? Ja, ich glaube, ich nehme keinen langen Schleier. Wahrscheinlich eher einen kurzen Schleier. Gut, dann kann ich den Stoff ja wegwerfen. Und ich hatte die vage Hoffnung, du würdest die Hochzeit doch noch canceln. Ich rufe Sie dann an. Wiedersehen. Wie kommst du denn darauf? Ich habe Christoph im Bistro getroffen. Er hat mir von deinem merkwürdigen Auftritt auf Friedenau erzählt. So. Ja. Und ich habe geglaubt. Ja? Dass du es dir noch mal anders überlegt hast. Ursprünglich hatte ich das ja auch vor. Aber Christoph hat mich zutiefst beleidigt. Er hält sich für was Besseres. Warum soll ich ihm also auch noch einen Gefallen tun? Du wolltest Christoph erpressen. Soll er dir da um den Hals fallen? Kein Wunder, dass er wütend auf dich ist. Jetzt hat er auch allen Grund dazu. Warum bist du nur so nachtragend? Christoph verachtet mich. Wenn wir wieder verheiratet sind, dann muss er sich wenigstens in der Öffentlichkeit benehmen. Wenn du auf die Hochzeit verzichtest, wird er erst recht nichts sagen. Schon allein aus Dankbarkeit. Nein, so leicht kommt er mir nicht davon. Wir werden heiraten. Dann sehen wir weiter. Jule? Jule, bist du da? Schön, dass du da bist. Ich wollte dir nämlich was sagen. Ich habe mir was vorgenommen. Für unsere Zukunft. Ich auch. Das Kapitel Erika gehört ein für alle Mal der Vergangenheit an. Ach ja, und der kommt ungeprüft in den Keller. Den kannst du ruhig hier lassen. Aber wieso denn? Ich habe entschieden, dass ich uns noch eine Chance geben will. Ich habe mich auch entschieden. Damit bist du noch nicht fertig. Und deswegen ist es besser, ich gehe. Bitte nicht, Jule. Es hat keinen Sinn mehr. Nein, das kannst du doch nicht machen. Der gehört nicht in den Keller. Gib uns doch noch eine zweite Chance. Das ist nicht deine Vergangenheit. Das ist das, was von Anfang an zwischen uns stand.
ihr wieder besser geht, können wir sie mal besuchen im Krankenhaus. Da muss ich sie aber erst mal vorwarnen. Hä? Na, so einen Süßen wie dich hat sie doch noch nie gesehen. Rechts oder links? Wohin du willst. Nein, sag du. Ich kenn den Park ja nur bei Nacht. Welcher ist denn schöner? Die sind alle Wege schön. Wollen wir zu der Stelle, wo wir das erste Mal... Das ist meine Lieblingsstelle. Meine auch. Ich lass dich nie mehr los. Ich dich auch nicht. Am liebsten würde ich meine Schicht sausen lassen im No Limit. Und die rechnen doch mit dir. Ja, ich weiß. Treffen wir uns danach? Ja. Ich weiß auch schon, was wir machen. Was denn? Überraschung. Oh. Es wird super schön. Um 7 bei mir? Ja, um 7. Bitte, Marie. Du verstehst mich nicht. Was soll ich verstehen? Dass du über Leichen gehst? Was Christoph dir angetan hat, ist eine Sache. Du hättest doch... Aber dass Caroline im Knast sitzt, weil du dich bisher geweigert hast, sie als Zeugin zu entlasten. Ich hatte wirklich gehofft, dass du es dir noch mal anders überlegst. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du wirklich so kalt bist. Du siehst das falsch, Marie. Ich habe dir die Wahl gelassen und du hast dich entschieden. Bitte. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Danke. Elisabeth? Arno? Seid ihr zu Hause? Ja, wir sind hier im Wohnzimmer. Christian. Was ist denn passiert? Komm, setz dich zu uns. Jetzt sag schon. Die Klinik hat gerade angerufen. Und? Was haben Sie gesagt? Deine Mutter. Irene ist heute Morgen verstorben.